Die Reisen in das Innere der Erde, Mythos oder Wahrheit? Und was geschah wirklich? Wurden einige Ereignisse gefälscht und andere uns verheimlicht? Haben wir Menschen nicht das Recht, die Wahrheit zu erfahren? Höre dir diese Geschichten bis zum Schluss an. Es wird spannend. Um das, was geschehen ist, besser verstehen und nachvollziehen zu können, möchte ich zuerst zwei Begebenheiten, die in Form von Tagebüchern geschrieben wurden, vorstellen oder vorlesen. Die erste Geschichte handelt von den Reisen von Olaf Jansen und seinem Vater. Der Norweger Olaf Jansen wurde am 27. Oktober 1811 in der russischen Seefahrerstadt Uleåborg geboren. Im Alter von 9 Jahren kam er in eine Privatschule in Stockholm und blieb dort bis zu seinem 14. Lebensjahr. Danach begleitete er seinen Vater regelmäßig auf allen seinen Fischerfangreisen. Olaf und sein Vater segelten eines Tages in Richtung Spitzbergen, eine von Norwegen verwaltete Inselgruppe im Nordatlantik und der Arktischen Ozean. Irgendwann auf der Reise stießen sie auf viel Eis und viele Eisberge. Er beschreibt dieses Ereignis als fantastische Gebirgsketten, zwischen denen sie sich hindurch zwängen mussten. Am 23. Juni 1829 erreichten sie Spitzbergen. Danach segelten sie weiter entlang der felsigen Küste von Franz Josef Land. Diese liegt nördlich von Novaya Zemlja, eine russische Doppelinsel im Nordpolarmeer der Arktis und östlich von Spitzbergen. Nach 24 Stunden Fahrt kamen sie zu einer Bucht. Sie konnten es kaum glauben, denn der Ort war grün mit wachsender Vegetation und obwohl die Fläche nicht mehr als 2 Hektar umfasste, war die Luft warm und ruhig. Es schien der Punkt zu sein, an dem der Einfluss des Golfstroms am stärksten zu spüren war. Sein Vater erklärte Olaf, dass noch weiter nördlich ein Land lag, das viel schöner war als alles, was sterbliche Menschen je kannten und dass es von Auserwählten bewohnt wurde. Sein Vater fragte ihn: Mein Sohn, bist du bereit, mit mir zu gehen und zu entdecken, weit über das hinauszugehen, was der Mensch je gewagt hat? Olaf stimmte zu. Nach dem höchsten Punkt der Küstenlinie von Franz Josef Land kamen sie in eine starke Strömung. Gefangen in Kanälen von Eisbergen. Nach einiger Zeit bohrte sich ihr Fischerboot hinaus auf die offene See. Getrieben vom Wind und Stürmen befanden sie sich plötzlich in südlichen Breitengraden mit viel Nebel statt im fernen Nordland. Es wurde sehr still. Olaf ergriff die Gelegenheit und füllte ein Gefäß mit Meerwasser. Zu seinem Erstaunen hin war es kein Salzwasser, wie es zu erwarten war, sondern ein frisches Süßwasser. Nachdem sie diesen Bereich verlassen haben, war das Wasser wieder salzig. Eines Tages sahen sie am Horizont eine mattrote Sonne, die erst nach mehreren Stunden verging.
Der Vater nannte sie die falsche Sonne. Wolken und Nebel verdeckten zeitweise nahezu vollständig ihren Standort. Beide, Vater und Sohn, waren sich einig, dass es sich um keine Sonne, sondern um eine Art Planet gehandelt habe oder haben musste. Es schien eigenartig, aber obwohl sie weit über dem Nordpol hinausgebracht wurden, zeigte der Kompass weiterhin nach Norden. Sie waren sicher, dass ihre Richtung jetzt der Süden war. Es war ungefähr der 1. September, also über 5 Monate seit der Abreise aus Stockholm, als sie plötzlich aus der Ferne den Gesang von Menschen hörten. Bald darauf entdeckten sie ein gigantisches Schiff, das flussabwärts direkt auf sie zusteuerte. Der Gesang wurde noch lauter und wie Olaf schrieb, der Klang wie ein Gesang mit 1000 Stimmen, die das gesamte Universum mit vibrierender Melodie erfüllte. Begleitet wurde der Gesang mit hafenähnlichen Saiteninstrumenten. Dieses Schiff war größer als alle, die sie bisher gesehen hatten, und es war anders konstruiert. Die Böschung des Flusses war bewachsen mit riesigen Mammutbäumen, die sich ins Landinnere erstreckten. Das riesige Schiff stoppte und es wurde für sie ein Boot von 6 Männern von gigantischer Statur herabgelassen. Sie waren sehr freundlich und sprachen eine unbekannte Sprache. Die Männer waren kurze Zeit an ihren Kompass interessiert. Danach lud der Anführer der Gruppe beide Männer ein, also Olaf und sein Vater, an Bord ihres Schiffes zu gehen, was sie auch taten. Ihr eigenes Fischerboot wurde gehoben und als Kuriosität an Bord abgesetzt. Dieses gigantische Schiff trug den Namen The Nas, was so viel bedeutete wie Vergnügen. Also es war ein Vergnügungsschiff oder eine Vergnügungsreise. Sie wurden von den Riesen begutachtet. Diese trugen kurze Vollbärte, hatten milde, wunderschöne Gesichter, außerordentlich schöne schwarze und sandfarbene Haare mit rötlichem Teint. Ihre Größe betrug mehr als 3,5 Meter. Die Frauen waren knapp über 3 Meter und ihre Gesichtszüge sehr ebenmäßig und fein. Olafs Vater, obwohl recht groß, reichte den Riesen bis zur Gürtellinie. Ihre Kleidung aus Samt und Seide war reichlich bestickt, die Taille gegürtet und sie trugen Kniebundhosen und Strümpfe aus feinem Gewebe. Die Sandalen waren mit goldenen Schnallen verziert. Und Gold war eines der gebräuchlichsten Metalle und wurde ausgiebig für Dekorationen genutzt. Olaf und sein Vater fühlten sich sicher, sehr sicher in der Gegenwart der Riesen. Olafs Vater sagte: Wir haben unsere Bestimmung gefunden. Dies ist die Erfüllung der Überlieferungen, die mir mein Vater und der Vater meines Vaters erzählten und die noch viele Generationen unserer Rasse zurückreichen. Dies ist mit Sicherheit das Land jenseits des Nordwinds. Beide wurden in die Obhut von Jules Galdea und seine Frau übergeben.
Von ihnen wurden sie in deren Sprache unterrichtet. Sie lernten sehr eifrig und schnell. Das Schiff mit ungewöhnlich schnellem Tempo bewegte sich flussaufwärts. Als die Sonne unterging, bemerkten sie ein Leuchten im Innern der Erde, das von der ihnen bereits bekannten mattroten Sonne ausging. Jetzt verströmte sie aber ein weißes Licht, genannt Wolke. Das Licht war stärker als 2 Vollmonde in der klarsten Nacht. Danach wurde es dunkel und die folgenden 12 Stunden entsprachen unserer Nacht. Die Menschen beteten die Wolke der Nacht an. Sie wurde als der rauchige Gott der inneren Welt verehrt. Die Menschen dort bedienten sich der Elektrizität, die wir heute kennen. In dieser Zeit aber, es war der Herbst 1829, war die Elektrizität auf der Erdoberfläche unbekannt. Der elektrisch aufgeladene Zustand der Luft war ein konstanter Vitalisator. Ein Vitalisator wurde später auf der äußeren Erde entwickelt, um die Qualität von Wasser und Atemluft physikalisch oder energetisch aufzubereiten. Dort blieben Olaf und sein Vater 2 Jahre, in denen, wie Olaf sagte, er sich nie besser in seinem Leben gefühlt habe als in diesen 2 Jahren im Inneren der Erde. Olafs Vater meinte, dass sie sich unter Stockholm oder London befinden. Zuerst erreichten sie mit dem Vergnügungsschiff eine Hafenstadt namens Jehu. Die Häuser waren groß und mächtig gebaut. Die Hauptbeschäftigung schien die Landwirtschaft zu sein, denn die Hänge waren von Weingärten bedeckt und die Täler dienten dem Anbau von Getreide. Es gab eine Fülle von Gold. Es war überall vertreten. Die Türrahmen und die Tische waren mit Goldplatten furniert. Die Kuppeln der öffentlichen Gebäude waren ebenfalls aus Gold und auch in den großen Musiktempeln reichlich zur Verzierung genutzt. Die Vegetation wuchs in verschwenderischem Überfluss und die Früchte aller Arten hatten den feinsten Geschmack. Riesige Weintrauben, wo jede Traube so groß war wie eine Orange oder Apfel, waren größer als der Kopf eines Mannes. Auch sprach Olaf von gigantischen Waldbäumen und riesigen Rinderherden. Vater und Sohn blieben in der Stadt namens Jehu ein ganzes Jahr lang. In dieser Zeit lernten sie die Sprache der riesigen Menschen. Auf der Erde hörten sie von der Stadt Eden, die uns aus der Bibel bekannt ist. Sie wollten diese Stadt unbedingt kennenlernen. Eines Tages kam ein Gesandter des Regenten von Eden und stellte 2 Tage lang verschiedene Fragen an Olaf und seinen Vater. Der Gesandte wollte wissen, woher sie kamen, welche Art von Menschen draußen lebten, welchen Gott sie verehrten, ihre religiösen Überzeugungen, die Lebensweise und vieles, vieles mehr.
Der Kompass erregte bei den Menschen der inneren Erde besondere Aufmerksamkeit. Diese zeigte noch immer nach Norden, obwohl sie sehr weit südwärts auf der inneren Oberfläche der Erdkruste waren, also im Innern der Erde. Die große leuchtende Wolke oder Kugel aus mattrotem Feuer verströmte morgens und abends ein feuriges Rot und tagsüber ein wunderschönes weißes Licht. Der rauchige Gott, wie diese Wolke oder Kugel genannt wurde, war durch das unveränderliche Gesetz der Schwerkraft oder einer abstoßenden atmosphärischen Kraft an ihrem Platz gehalten. Sie hatte viele Öffnungen, durch die das Tageslicht hindurchströmen konnte. Ja, und in der Nacht konnte man wie bei uns hier auf der Erde viele kleine Sterne funkeln sehen. Diese wurden durch das entweichende Licht aus den Öffnungen verursacht. Genauso wie die Sonne auf der Erdoberfläche schien der rauchige Gott bei jeder täglichen Umdrehung im Osten auf und im Westen unterzugehen. Die Menschen dort glaubten, dass der rauchige Gott der Thron ihres Jehovas sei. Nachdem Vater und Sohn über die Erde die Unterteilung der Länder und ihre Kontinente berichtet hatten, wurden sie auf dem Landweg in die Stadt Eden gebracht. Mit einem Fahrzeug, das eine elektrische Vorrichtung hatte und sich auf eine einzige Eisenschiene geräuschlos und mit hoher Geschwindigkeit vorwärts bewegte. Julius Chaldäer erklärte ihnen, dass die sich drehenden, flächenartigen Schwungräder, die sich oben auf dem Wagen befanden, durch ihre schnelle Bewegung die Gravitationskraft zerstörten, um wieder zum nächstgelegenen Widerstandspunkt zu fallen, so dass der Wagen sich sicher auf eine Schiene bewegen konnte. Schließlich kamen sie in eine weitläufige Halle von königlicher Pracht in Eden an. Diese war mit Goldplatten und einer unvorstellbaren Juwelenpracht ausgekleidet. Auf einem Thron saß ein Hohepriester, der ihnen als das Oberhaupt des Landes vorgestellt wurde. Die Stadt Eden befand sich auf dem erhabensten Bergplateau des inneren Kontinents. Dieser Ort war der schönste, den beide auf ihren Reisen in der Innererde erblickten. Es war ein hochgelegener Garten, in dem alle Arten von Früchten, Reben, Sträuchern, Bäumen und Blumen wuchsen und gedeihten. In diesem Garten entsprangen 4 Flüsse in einer gewaltigen Quelle. Sie teilten sich und flossen in 4 Richtungen. Der Ort wurde von den Bewohnern als Nabel der Erde oder die Wiege des Menschengeschlechts genannt. Die Namen der Flüsse waren Euphrat, Pison, Gihon und Hiddekel. Ein Zitat aus dem Buch Genesis: Und Gott, der Herr,
pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte dorthin den Menschen, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, die lieblich anzusehen und gut zur Nahrung waren. Ihre Audienz bei dem großen Würdenträger dauerte 2 Stunden. Er war freundlich und rücksichtsvoll und stellte noch zahlreiche Fragen, die seine Abgesandten versäumt hatten zu erfragen. Zum Abschluss des Gesprächs fragte er sie, ob sie in seinem Land bleiben wollten. Beide Männer haben sich jedoch entschlossen, auf die Erdoberfläche zurückzukehren. Ich fürchte, ihr könnt niemals zurückkehren, antwortete der oberste Hohepriester, denn der Weg ist sehr gefährlich. Doch wie auch immer, ihr werdet die verschiedenen Länder in Begleitung von Julius Galdea besuchen und es wird euch jede Höflichkeit und Freundlichkeit zuteil. Wann immer ihr bereit seid, die Rückreise zu wagen, versichere ich euch, dass euer Boot, das hier ausgestellt ist, an der Mündung des Flusses Herdeckel ins Wasser gesetzt wird. Und wir werden euch Jehovas Geschwindigkeit wünschen. Das waren die Worte des Hohenpriesters. Die beiden erfuhren, dass die Männer und die Frauen nicht heirateten, bevor sie 75 bis 100 Jahre alt waren und dass die Menschen dort 600 bis 800 Jahre alt wurden und in manchen Fällen sogar noch viel älter. Der jüdische Historiker Flavius Josephus schrieb, Gott verlängerte das Leben der Patriarchen, die der Sintflut vorausgingen, sowohl wegen ihrer Tugenden, als auch um ihnen Gelegenheit zu geben, die Wissenschaften der Geometrie und Astronomie zu vervollkommnen, die sie entdeckt hatten. Was sie nicht hätten tun können, wenn sie nicht 600 Jahre gelebt hätten, denn erst nach Ablauf von 600 Jahren wird das große Jahr vollendet. Im Laufe des folgenden Jahres besuchten Vater und Sohn viele Dörfer und Städte. Die berühmtesten unter ihnen waren die Städte Nigi, Delphi und Hektea. Das riesige Volk im Land des rauchenden Gottes hatte eine fast genaue Vorstellung von der Geographie der äußeren Erdoberfläche. Sie kamen in die Nähe der Stadt Delphi zu einem Wald mit riesigen Bäumen. Diese waren über 90 Meter hoch und ihr Durchmesser betrug mehr als 9 Meter. Es gab auch Bäume, die viel höher und breiter waren. Die Menschen waren in ihren Künsten und Wissenschaften bewandert, insbesondere in Geometrie und Astronomie und außerordentlich musikalisch. Ihre Städte waren mit riesigen Musikpalästen ausgestattet, in denen oft mehr als 25.000 kräftige Stimmen in mächtigen Chören ihre Symphonien sangen. Das Schulleben begann erst mit 20 Jahren und dauerte 30 Jahre. 10 Jahre davon waren der Musik gewidmet.
Der Baustil der Häuser war symmetrisch und voller Schönheit. Auf ihrer Reise sahen sie auch viele Flüsse von enormer Größe. Aus diesen riesigen Wasserstraßen bildeten sich im äußersten Norden und Süden der inneren Erdoberfläche in Regionen, in denen niedrige Temperaturen verzeichnet waren, Süßwassereisberge. Diese wurden als riesige Eiszungen ins Meer hinausgeschoben, und zwar durch die anomalen frische Perioden der turbulenten Gewässer, die alles vor sich hertrieben. Es gab auch unzählige Exemplare von Vögeln, die von der Größe her unseren Vögeln ähnelten. Darunter befanden sich auch die Vogelarten, die angeblich auf der äußeren Erde bereits ausgestorben waren. Hatten diese Tiere tatsächlich dort Asyl gefunden? Der antike griechische Philosoph Kratylos von Plato, der im 5. Jahrhundert vor Christi lebte, schrieb, ich zitiere, außerdem gab es eine große Anzahl von Elefanten auf der Insel und es gab Nahrung für Tiere jeder Art. Auch alles, was an duftenden Dingen auf der Erde ist, seien es Wurzeln oder Kräuter oder Hölzer oder brennende Blütentropfen oder Früchte, wuchs und gedieh in jedem Land. Der Regen fiel einmal in 24 Stunden. Die Mischung aus Feuchtigkeit, dunstigem Nebel, elektrischem Licht und der Wärme erklärte vielleicht die üppige Vegetation. Nach mehr als 2 Jahren traten Olaf und sein Vater die Rückkehr zur äußeren Erde an. Sie nahmen verschiedene Landkarten mit genauen Angaben der Flüsse, Städte, Ozeane und vielem, vielem mehr mit. Sie wurden auch großzügig mit Goldnuggets beschenkt. Die riesigen Brüder, wie sie mittlerweile von Olafs Vater genannt wurden, zeigten sich sehr besorgt um ihre Sicherheit. Nach 14 Tagen erreichten sie die Stadt Delphi, die sie bereits kannten. Nach 2 Tagen der Gastfreundlichkeit traten sie ihre Weiterreise an. Nach mehreren Wochen zwischen riesigen Eisstraßen und gewaltigen Eisbergen segelten sie nun auf das offene Meer zu. Kurz davor sank ein schwerer Eismonolith mit voller Wucht unter die Oberfläche. Olaf wurde ohnmächtig und als er wieder zu sich kam, war sein Vater nicht mehr da. Irgendwann sah er, wie sich in seine Richtung ein schottischer Walfangschiff näherte. Er wurde gerettet. Und Olaf erzählte dem Schiffskapitän Angus MacPherson seine Geschichte über das Leben in der inneren Erde. Daraufhin wurde er unter strenge Aufsicht und im Beisein des Schiffsarztes in eine Koje gebracht und in Ketten gelegt. Um dieser Situation zu entkommen, erfand Olaf eine plausible Geschichte und nach kurzer Zeit wurde er freigelassen. Die Reise war nun nach 4 Jahren und 8 Monaten insgesamt für Olaf beendet. Sie kamen in Stockholm an. Dort erfuhr er, dass seine Mutter ein Jahr zuvor verstorben war. Das Anwesen seiner Eltern wurde sofort auf Olaf übertragen. Nach einiger Zeit erzählte er seine Geschichte detailliert seinem wohlhabenden
Onkel Gustav Osterlind mit der Bitte, eine Expedition für ihn auszurüsten, um eine weitere Reise in das Innere der Erde zu unternehmen. Daraufhin lud sein Onkel Olaf ein, um vor bestimmten Beamten seine Geschichte noch einmal zu erzählen. Nachdem er mit seiner Erzählung fertig war, unterzeichnete sein Onkel bestimmte Papiere. Daraufhin wurde Olaf ohne Vorwarnung verhaftet und in einem Irrenhaus 28 Jahre lang eingesperrt. Schließlich wurde er am 27. Oktober 1862 entlassen. Seine Familie und Freunde wandten sich von ihm ab. Er arbeitete noch insgesamt 27 Jahre als Fischer, davon 22 Jahre als selbstständiger Fischer. In dieser Zeit war er sehr darauf bedacht, niemanden seine Geschichte über die innere Erde zu erzählen, aus Angst vor weiteren Demütigungen, Gefangenschaft und Leiden. Aber er fertigte Aufzeichnungen und Karten für die Nachwelt an. 1889 verkaufte er seine Fischerboote und alles, was er besaß, und ging nach Amerika. Dort schrieb er seine Erfahrungen über, wie er sagte, meine seltsamen Reisen und Abenteuer nieder. Olaf Jansen starb am 3. Januar 1908 im Alter von 96 Jahren in Los Angeles in Kalifornien. Das war die Geschichte von Olaf Jansen.